Sieht es nicht toll aus. Das MyVelo Palma, 2.499 € mit Kenderreifen, sogar mit Sichtgummi, glaube ich, hier in der Mitte, das irgendwie da ist. Einen großen Barfang, also ein Original-Barfang-Motor mit drin. Man muss ja sagen, Barfang ist ja mittlerweile schon aufgestiegen in die Sphären der Qualitätsmotorhersteller, sogar mit Mittelmotoren, jetzt Barfang und so weiter. Aber so die Hecknabenmotoren, ich glaube sogar, die sind fast, was die Stückzahl angeht, weltweit Marktführer mittlerweile, oder? Insbesondere beim Hecknabenmotor ist Barfang wirklich fast optionslos, mit einem super Qualitätslevel. Wir machen das jetzt schon etliche Jahre, verbauen genau den Motor seit Beginn und haben keine Ausfälle damit. Also ein Traum. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis der Optik, ein absoluter Hammer. Stell ich mal kurz vor, du bist der? Ich bin der Fabian, einer der beiden Gründer von MyVelo. Ganz genau. So, Palma weiß, blaue Schrift, das lädt ja schon ein. Die Dinger fallen ja ganz massiv auf. Also wenn du da jetzt fährst, und ich glaube auch, die wollen auch nicht geklaut werden, weil sie wirken so schwer. Also es ist so fast wie ein Moped. Also trotzdem ein gutes Bügelschloss, ein Bordeaux oder so empfiehlt sich, oder? Unbedingt, ja. Sie sind begehrt, nicht nur wegen der Optik, eben auch wegen Fahrspaß insbesondere. Du hältst gerade schon drauf, der Hecknabenmotor hat 65 Newtonmeter und ist einfach eine Wucht in jeder Lebenslage. Ist der gut? Auch am Berg, ja, der ist geil. Also ich habe fast nur Hecknabenmotoren gehabt, die mich also eher zum Einschlafen gebracht haben. Selbst 750 Watt Motoren habe ich getestet, die hatten keinen Drehmoment. Der hat mächtig viel davon und macht wirklich viel Freude. Macht viel Freude. Auch 48 Volt oder was hat der? Genau, 48 Volt System. Wir haben 750 Wattstunden Akku, also ausreichend Power, auch für lange Touren. Je nach Topografie fahre ich da zwischen 50 und 90 Kilometer ohne Probleme. So, ihr habt hier wirklich Qualität zusammengeschustert. So oder so ähnlich gibt es sehr günstige Angebote, muss man sagen, die teilweise sehr ernüchternd sind, wenn man sie zu Hause kriegt. Oft nicht zugelassen, meistens sogar nicht. Das ist das Problem an den ganzen Fahrrädern. Die haben keine Zulassung und damit sind sie faktisch unbrauchbar. Das Problem ist eigentlich, ich kann damit fahren, es darf nur nie was passieren. Also das Thema Anhalten, das ist ziemlich egal. Es gibt vielen Ländern, da ist es echt egal. Aber dann hast du Probleme, wenn es mal zum Unfall kommt. In Deutschland, es passiert was, der Sachverständige kommt und die sind da spezialisiert. Die kennen sich aus, oder? Es muss nicht mal was passieren. Die Polizei ist sensibilisiert. Die haben dann Gefallen dran gefunden und die machen regelmäßig Kontrollen. Und wenn ich da eben reinfahre mit einem Fahrrad, wo keine Zulassung hat, dann laufe ich heim. So, Punkt. So, es hat ein CE, das ist also auch noch das Besondere, ich zeige es mal gerade hier vorne. Den Aufkleber habt ihr natürlich massenhaft gekauft und einfach nur draufgeklebt. Nee, es ist auch wirklich CE geprüft und zugelassen, oder? Genau, wir haben eine Zulassung dafür entsprechend und sind eben auch der Hersteller von dem Fahrrad. 25 km/h, 250 Watt steht auch drauf, 48 Volt System, Reichweite ist ordentlich, aber das hängt natürlich auch vom Luftdruck ab, vom Fahrergewicht, von der Topografie. Hierbei habe ich extrem federnde Reifen, das heißt, ich brauche definitiv keine gefederte Sattelstütze. Trotzdem, ich gucke mal gerade, habt ihr eine eingebaut? Wir haben eine eingebaut, die lässt sich übrigens auch auf dein Körpergewicht einstellen. Wie? Zeig mal. Ganz einfach. Das ist eine Vorspannung, oder? Genau, ich mache den Sattel einmal dazu raus. Sattelstütze raus und dann habe ich hier eine Inbusschraube und justiere entsprechend nach. So, Promax lässt grüßen und das Coole ist, du kannst den Sattel wegklappen, damit du auch die Batterie leicht entnehmen kannst. Das können wir gleich mal zeigen. Man kann natürlich auch den Sattel ganz rausnehmen. Das Ganze hat Schnellverschlüsse, das heißt, man kann es unglaublich schnell anpassen. Hallo erstmal zu dir. Hi, ich bin der Vincent, so wie Fabian vorhin schon gesagt hat. Er ist einer von den zwei Gründern, ich bin der andere davon. Genau, ja. Zusammenklappen lässt sich wahnsinnig schnell. In 3-4 Handgriffen ist das ganze Ding zusammengelegt. Ein toller Korb. Was ist das für ein System eigentlich, dass das passt? Das ist ein Korb von ClickFix. Lassen sich wunderbar anpassen an eigentlich jeden Gepäckträger der Welt. Ich habe hier 3 Breiten und dementsprechend muss ich nur noch draufklippen. Zeig nochmal bitte, die dass man das sind so sieht. Stabil, die Körbe, dass ich tatsächlich das ganze Fahrrad am Korb hochheben kann. Krass. ClickFix. Korb kostet 49,90. Ist die Halterung dabei bei dem Korb? Alles dabei, ja. Die Platte auch? Die Platte auch. Das ist ein System, der kommt am Stück so. Boah, ist der toll. Der heißt wie? Das ist der Unix. Okay. Das ist wichtig, das ClickFix-System. Okay, klasse. Also genau, nimm den mal runter. Ihr habt es in weiß geordert mit blauer Schrift. Die Optik ganz wichtig. Dann ist das Leder vegan. Also ist eigentlich Kunstleder. Ja, ganz genau. Veganes, braunes Kunstleder. Wir sind natürlich auch sehr detailverliebt
achten da wirklich auf jedes Schräubchen und dementsprechend kommt dann ein schönes Fahrrad raus. Ihr habt nur Qualität verbaut. Ihr habt Tektro-Bremsen drin, ihr habt eine ordentliche Gabel mit drin, ihr habt die Kinderreifen mit drin, aber was noch viel wichtiger ist, ihr habt einen Bafang-Motor mit drin, ihr habt einen Qualitätsakku mit eingebaut. Ganz genau, ja. Bafang-Motor hast du schon gesagt, genau. Die Zellen sind bei uns von Samsung, die verbaut sind und dementsprechend auch hier höchste Qualität. Ganz wichtig. Mal ganz kurz, wie einfach sich der Sattel abklappen lässt. Und dann habe ich hier 3 Arretierungsstufen. Also hier ist wirklich Zündung ein. Das sehen wir jetzt halt auch gleich, wenn wir mal das Display aktivieren. Und dann haben wir eben, machen wir kurz. Habe ich hier auch so ein verstecktes Menü, wo ich es hochtunen kann. Ich sag mal, die Problematik ist ja so, ich kriege das ja oft mitgeschickt bei irgendwelchen Rädern, so eine Bastelanleitung, wie ich es dann wieder kaputt machen kann. Nee, das gibt es bei uns nicht. Also wir sind da wirklich bei den 25 km/h, den 250 Watt, so dass sich keiner Gedanken machen braucht, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ich kann es auch nicht versehentlich entprogrammieren, was mir öfter mal passiert ist bei anderen. Das heißt, du gehst es rein. So der Otto-Normalbürger schafft das nicht, oder? Nee, das schafft er nicht. Okay. Auf gar keinen Fall. Ganz wichtig. Es fährt schön. Der Luftdruck, ich habe es eben schon erwähnt, du fährst wie auf Wolken damit, oder? Definitiv, ja. Ist natürlich auch immer so ein bisschen persönliche Befindlichkeit. Ich bin jetzt eher derjenige, wo mit wenig Luftdruck fährt, einfach bezüglich dem Komfort. Das heißt, ich bewege mich irgendwo zwischen, wenn es ganz extrem ist, 0,8 und 1,2 Bar. Jemand, wo ein bisschen mehr auf der Straße fährt, wo es gern ein bisschen härter hat, der kann dann schon mal auch Richtung 1,8 oder 2 Bar gehen. Hier vorne siehst du eine Schaltung von Shimano drauf, eine Tournee. Die hat jetzt nicht so viel Gänge, aber der Motor hat richtig Power. Die Leute sind eh schaltfaul, oder? Das ist eine sehr robuste Schaltung. Definitiv, ja. Sehr robust, sehr langlebig, verschleißunempfindlich. Und beim E-Bike, so wie wir hier eins haben, mit so viel Power, brauche ich maximal 2 bis 3 Gänge. Sehr schön. So, wir schauen uns das Ganze mal an, denn spannend wird das natürlich in Details. Also ganz viele Hersteller fängt schon an mit der Kabelführung, wo viele sich keine Gedanken machen. Du legst es irgendwie zusammen und dann hast du Riesenprobleme mit den Kabeln auf einmal. Schutzbleche sind ordentlich. Die sind aus Metall? Ganz genau. Echt? Absolut, ja. Also. Sag mal. Kann man dagegen klopfen? Ist ja unglaublich. Also es sind wirklich Details, oder? Definitiv. Es sind wirklich Details. Wir haben es ja auch ausreichend lang gemacht, sodass man wirklich mehr als nur Optik hat von seinem Schutzblech, weil das ja im Endeffekt ist, warum ich auch eins dran habe. Die Usability, wie der Engländer so schön sagt, das heißt also wirklich im Alltag das Zusammenfalten mit allem drum und dran, das habt ihr 1000-mal geprüft. Wie sind die Feedbacks denn von den Leuten? Durchweg positiv. Also alle Verschlüsse sind auch da wieder doppelt gesichert. Dementsprechend kann mir da unterwegs auch nichts wegklappen, ohne dass ich es möchte. Und in der Handhabung super einfach und selbsterklärend. Was ziemlich toll ist, ihr habt ein Ladengeschäft, also man kann euch greifen, ihr seid auch keine Schauspieler jetzt von irgendeiner Agentur und ihr sprecht auch nicht nur Chinesisch, sondern auch tatsächlich Badisch, oder? Ja, auch Badisch gibt es bei uns reichlich und sind eben sehr nahbar mit Herzblut an den Produkten auch dran. Wenn mal irgendwas ist, ich kann sogar vorbeikommen. Kann ich hier im Laden kaufen bei euch? Natürlich, klar. Geht auch, also ich muss nicht bestellen. Man kann bestellen, sehr gerne sogar, aber auch sehr gerne vorbeikommen. Und dann auch eine persönliche Beratung genießen. Ihr habt einen Stellplatz in der Nähe? Ja, wir haben einen super schönen Stellplatz in Oberkirch. Der umfasst mindestens 50 Plätze und liegt einmalig schön an der Rentsch. Also wir wollten sogar am Stellplatz drehen. Das Problem ist, es ist so schönes Wetter, dass wir den Schatten suchen mussten. Du hast die technischen Daten mal hier, ich zeig's mal gerade. Also es ist ein E-Bike, Klapprad, MyVelo, Palma oder Rio. Es gibt einen kleinen Bruder, den werden wir gleich nochmal extra filmen. Der hat nämlich eine andere Rahmenform. Das hier ist so die sportliche Version für die Leute, die sagen, hey, ich bin ganz sportlich. Aber das Ganze gibt es auch als Tiefeinsteiger. Und da gibt es gleich nochmal ein eigenes Video zu, wo wir dann nochmal zeigen, wie wird das Ganze zusammengeklappt. Der Preis ist der gleiche? Der Preis ist der gleiche, die Komponenten sind die gleichen. Es ist tatsächlich die Rahmengeometrie, einfach mit dem Tiefeinsteiger für diejenigen, wo das Bein nicht mehr ganz so hoch lupfen können oder wollen. Das ist ja oft so. Also hierbei hast du natürlich immer so, der Tiefeinsteiger, ich liebe ihn, weil gerade auch Personen, die ein bisschen unsicherer fahren, sind mit dem Tiefeinsteiger, die können die Beine runter machen, kleine Kinder können damit fahren, die dürfen sogar. Ja, ich habe wirklich in jeder Lebenslage da Sicherheit an Bord und das lieben die Kunden. So, ihr habt eine Schubabschaltung, wenn man bremst. Ja, ganz richtig. Wir haben sowohl für vorne und hinten eine Unterbrechung des Motors. Ich bremse und dementsprechend ist der Motor immer aus, insbesondere bei engen Wendemanövern ist das Gold wert. Bremslicht? Bremslicht, ja. Sag mal, bitte, wenn du bremst. Das ist natürlich auch sehr praktisch, das heißt, Leute wissen, dass du bremst.
gerade in der Nacht. Ihr habt ich sag mal, hier ist alles dran, was ich brauche für die STVZO. Genau, für die STVZO-Norm ist alles mit dabei. Wir haben sogar ein Daumengas. Klingt erstmal verboten, ist aber erlaubt, solange es bis 6 km/h beschleunigt. Okay, das heißt, ich kann bis 6 km/h anfahren. Genau. Hat wirklich den Vorteil, dass ich den ersten Meter, wo ich ab und zu beim Pedal, je nachdem wie es steht, den toten Winkel erstmal so, den toten Punkt einmal überfahren muss, den nehme ich wunderbar mit dem Daumengas raus. So, nimm's mal runter. Ja. Du bist jetzt ein starker Mann, deswegen mal schauen, ob das packst. Es sieht schwer aus, weil die Reifen so dick sind. Das ist aber gar nicht so. Die wiegen gar nicht so viel, oder? Ja, es geht auch noch deutlich schwerer und in der Handhabung, durch das, dass ich sie wirklich schön zusammenfalten kann, relativiert sich das Ganze auch wunderbar. Es ist ein richtig kleines Kraftfahrzeug. Also es ist jetzt nicht so, ich sag mal, billig kleine Röhrchen oder so irgendwas, sondern es stellt auch was dar. Ja, viele kommen auch wirklich und vergleichen das mit einem kleinen Motorrad oder irgendwas in die Richtung. Also es ist schon wirklich mehr als nur ein klitzekleines Fahrrad. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. Motor ist zugelassen von Bafang. Ihr habt einen ganz großen, fetten Akku drin. 750 Wattstunden. 750? Ganz genau. Damit kann ich schon richtig ordentlich Meter machen, trotz auch den großen Reifen. Ihr habt eine tolle, ich sag mal, ein tolles Design. Du sagst, der Hecknabenmotor, ich sag mal so, der Mittelmotor ist ja so das Maß der Dinge der Deutschen, die dann sagen, ich will unbedingt einen haben, ist aber gerade beim Faltrad sehr kompliziert, ja, weil er ist genau im Weg. Erstens mal ist es vom Platz her nicht ideal beim Faltrad und zweitens mal ist es auch tatsächlich wirklich einsatzzweckabhängig. Mit dem Fahrrad fahre ich jetzt halt einfach selten Single Trails. Mit viel Know-how wird es tatsächlich gehen. Ich habe schon probiert, es geht. Es geht tatsächlich, aber man macht es tatsächlich selten und dafür ist nicht gebaut. Dementsprechend brauche ich nicht die Untersetzung vom Motor über die Kette für die ganz, ganz steilen 20+% Steigungen. Und dann haben wir mit dem Hinterradnabenmotor im Grunde viele Vorteile. Der größte Vorteil dabei ist, dass ich den Antrieb direkt auf der Achse habe und dadurch habe ich keinen Verschleiß auf der Kette und auf dem Ritzelsystem. Das ist ganz wichtig. Genau, vielleicht eben noch so ein kleiner Insight. Ich habe auf meinem Palmer 8000 Kilometer und habe noch keine Kette und kein Ritzel getauscht. Das Problem ist ja oft, dass die, ich sag mal, die Trittnewtonmeter, die ich reintrete, plus die Motornewtonmeter, die machen speziell die kleinen Ritzel kaputt. Also das ist das Problem. Das heißt, Kette lenkt sich, ganze System geht kaputt. Ist jetzt nicht so schlimm, die Kette ist eh sehr dick im Vergleich zu 11-Gang, 12-Gang. Genau, und insbesondere habe ich diesen Motorverschleiß auf der Kette überhaupt gar nicht bei dem System. Gut. Also hier steht es, Tourneeschaltung ist mit drin. Fahr mal bitte mit. Sollen wir mal sehen, ob es da funktioniert. Display an. Sag mal, es gibt Fahrstufen, wie viel? Es gibt insgesamt 5 Fahrstufen. Dabei ist 5 natürlich die stärkste. Wir haben ein Vorder- und ein Rücklicht, das sich ganz einfach anschalten lässt. Super helle LED-Lichter. Okay. Und jetzt fahren wir mal eine Runde. Du kannst sogar das Frontlicht nochmal ausschalten. Das ist interessant. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche nur das Rücklicht zum Beispiel, weil es soll immer leuchten. Also Vorder- und Rücklicht sind zusammengeschalten. Was wirklich immer funktioniert, ist das Bremslicht. Auch wenn der Computer aus ist sogar. Das heißt, Sicherheit an erster Stelle. Geht vor. Das heißt also, wenn der aus ist. Ja, fahr mal eine Runde. Ja. Ich kann das Fahrrad auf jede Körpergröße einstellen. Also ich kann das fahren mit 1,60 Meter problemlos und auch bis zu 1,95 Meter auch problemlos, weil ich hier endlos Möglichkeiten habe, die richtige Lenkerhöhe zum Beispiel einzustellen. Und das Gleiche passiert hier auch mit der Sattelstütze. Nochmal, ihr habt Daumengas und Zulassung. Ja, ganz richtig. Geht, weil wir nur bis 6 km/h beschleunigen. 6 km/h ist so Schrittgeschwindigkeit. Genau. So, zeig mal Daumengas. Ich bin mal sehr gespannt. Weil da legen viele Wert drauf. Die sagen, ich hätte kein Daumengas. Und ja, schon groß gemacht, oder? Ja, definitiv. Auch nochmal zum Daumengas. Gerade wenn ich es mal irgendwo verwenden muss als Anfahrhilfe, so wie es Fabian vorhin gesagt hat, oder auch als Schiebehilfe. Gerade wenn mal Gepäck dranhängt und ich muss mal irgendwo den Berg hoch, dann ist das natürlich ideal. Warte, ich mache mal den Weitwinkel rein, dann sieht man dich ein bisschen besser. Da ist er. Bitte schön, fahr mal an. Ach, das geht schon ordentlich. Das funktioniert. Wie gesagt, der Motor, der hat Power und bis zu den 6 km/h funktioniert auch die Anfahrhilfe richtig gut. Aber krass, wie der abgeht, der Motor. Klar, definitiv. Also Bafang ist da absolut Spitzenreiter. Ach, der hat wirklich Power. Der hat richtig Power.
Warte mal. Weil ich habe so viele Hecknabenmotoren gemacht, die so enttäuschend waren. Also die haben den 750 Watt steht drauf und du fährst die und denkst, fährst einen Berg hoch und denkst, mein Gott, da sind doch keine 300 Watt drin. Ja, weißt du? Schauen wir uns gerne nochmal an. Ich fahre gerade noch einmal hier zwischendurch. Daumengas und dann... So, Daumengas fährt er an. So, hoffentlich wird er nicht überfahren. Aber auch ganz wichtig, ich kann natürlich auch ganz entspannt in Stufe 2 und 3 fahren und ich kriege da keinen Schlag ins Genick. Das ist ein ganz sanftes Anbeschleunigung. Schauen wir uns auch einmal noch an. Ich bin hier mit dem Daumengas und dann fahre ich hier wirklich total entspannt davon. So, wir haben eine kleine Person hier, die wird uns gleich mal zeigen, wie man das mit einer kleinen Größe fährt. Denn du bist jetzt quasi das Kind, was jetzt kommt. Bitte geh mal zum Fahrrad. Jawohl. Wie geil. Ich habe sie gar nicht gefragt, ob sie will. Und mach mal gerade den Lenker runter. Ja, ich will. Oder mal den Lenker hoch und den Sattel mal runter, dass wir das mal sehen. Den Lenker hoch. Nee, den Lenker ruhig mal hoch. Der ist ja jetzt oben. Genau, ist okay. So, jetzt hast du Holland-Fahrrad quasi. Sattel runter, dass wir das mal gerade sehen. Der geht nämlich noch ein Stückchen runter. Man kann auch die gefederte Sattelstütze weglassen. Ich glaube, dann geht er noch tiefer, oder? Geht dann tatsächlich nochmal, das macht 5 cm aus, wo man noch weiter runterkommt. Wenn ich Kids habe oder sowas, ja, die dann unbedingt damit. Da ist doch der Star auf dem Campingplatz als Kind, oder? Definitiv, da bist du absoluter Coolio. Du sollst nicht fahren damit, also keine Angst, dein Rock wird nicht hochgehen. Ich will nur mal sehen, es würde passen und jetzt hast du praktisch Hollandgröße, oder? Ja, einwandfrei. Ich pack's ein und nimm's mit heim. So, nimm's mit nach Hause. Ja, tolles Fahrrad, Mai Velo Palma. Für Männlein und Weiblein bestens geeignet, mit dicken Kenderreifen drauf, die viel leichter sind, als sie aussehen. Und was ich toll finde, ist natürlich dieser ultrastabile Gepäckträger mit insgesamt 4 Befestigungspunkten, wo du bis 25 Kilo, was kann der? Genau, bis 25. Bis 25 Kilo dann auch belasten, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Also ich sag mal, es geht ja darum, Reserven zu haben mit allem drum und dran. Fahrrad kostet 2.499 €, das Ganze mit der Mehrwertsteuer der Deutschen mit drin. Wir sind in Deutschland, wir sind in Baden-Württemberg, in Baden. Ja, genau. Ganz genau, in Oberkirch. In Oberkirch, wo liegt denn das ungefähr? Zwischen Karlsruhe und Freiburg eigentlich genau in der Mitte. Das Krasse ist, ihr seid voll die Urlaubsregion. Ich bin hier durchgefahren, ich wollte gar nicht mehr weg. Das war schön hier, oder? Ja, tatsächlich schön. Ich bin auch gebürtig aus Oberkirch und es liegt wunderbar an den Ausläufern vom Schwarzwald. Man hat wirklich nur einen Steinwurf rüber nach Straßburg mit 25 Kilometer und hat wirklich von allem was. Man ist quasi auch im Dreiländereck. Frankreich und die Schweiz ist auch nicht weit. Ja, Hast du Palmas da? reichlich ab Mitte, Ende Juni haben wir richtig viel Palmas da. Ja, 2022 Juni meint er übrigens. Ja, das Ganze mit CE-Zeichen. Überall steht es drauf für die netten Polizisten, die da ganz genau das Ganze nehmen. myvelo.de. Hier ist es. Palma. Danke fürs Einschalten. Tschüss.